komme mir so richtig peinlich vor. Das filmt schon, ne? Ja, ich Soll ich die ganze Kaffeezeit filmen? Hi, ich bin Toni, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere Verfahrens- und Naturstofftechnik an der TU Dresden. Ich bin mittlerweile im 8. Fachsemester und habe mich für die Vertiefungsrichtung Lebensmitteltechnik entschieden. Und diese Woche möchte ich euch ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, wie mein Studienalltag jetzt gerade so aussieht. Jetzt gleich werde ich an die Uni fahren mit dem Fahrrad, weil das Wetter ist schön und ich muss heute nur bis zum Hauptcampus. Und da treffe ich mich dann mit einem Kommilitonen zum Mittagessen. Lecker, lecker. Eigentlich wollte ich jetzt noch ein bisschen was vorbereiten, weil ich habe morgen eine Gerätedemonstration am Lehrstuhl für Lebensmitteltechnik, aber jetzt habe ich mich mit den anderen verquatscht, weil ich teilweise, also den einen Freund habe ich wirklich lange nicht gesehen, deswegen haben wir jetzt einfach eine Stunde noch geredet, während wir Kaffee getrunken haben. Und jetzt bin ich unterwegs zu meiner Vorlesung heute, das ist Kältetechnik. Das gehört zum Maschinenbau, Maschinenwesen und es ist im Zäunerbau, wo die meisten Maschi-Sachen stattfinden. Genau. Meine Vorlesung Kältetechnik ist jetzt vorbei und ich habe mein Fahrrad abgeholt. Das habe ich vom Zeltschlösschen stehen gelassen, als wir hoch sind zur alten Mensa. Und jetzt bin ich rübergeradelt zu den Bibliotheken, also der SLUB und dem Drehpunkt, weil da ist noch ein Buch, das ich abholen wollte für meine Belegarbeit. Auf jeden Fall habe ich in der SLUB das Buch gefunden, was ich gesucht habe und bin jetzt heimgeradelt. Jetzt werde ich gleich noch einen Happen essen, dann habe ich noch ein privates Meeting auf Zoom und dann werde ich noch die Gerätedemo vorbereiten. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also ich habe im Rahmen von einem Modul ein Praktikum, ein Laborpraktikum und dafür bekomme ich morgen und übermorgen Einführungen in die Laborgeräte. Und das bedeutet, ich bereite mich jetzt auf die beiden vor, die wir morgen vorgestellt bekommen, damit ich einfach in der Materie stehe und gut mitarbeiten kann. Genau, und heute Abend kommen noch 2 Freundinnen vorbei, aber dafür muss ich, glaube ich, nichts weiter vorbereiten. Ja, ich war ein bisschen faul. Ich habe heute eigentlich nicht viel gemacht. Ich hatte nur eine Veranstaltung und war Mittagessen, aber irgendwie bin ich richtig knüllig, ich weiß auch nicht. So, also ich bin jetzt aufgestanden, habe gefrühstückt und das Bad geputzt. Genau, ich habe mir noch was zum Mittag eingepackt, weil ich fahre jetzt gleich hoch zum ZINT. Da habe ich meine Vorlesung Qualitätsmanagement und Sensorik und danach habe ich die Gerätedemo für Rheologie, die ich gestern so ein bisschen vorbereitet habe. Genau, ich muss einfach nur ein schönes Schnittbild produzieren. Hey, guck mal, ich bin voll authentisch. Wink mal, Dario! Ich bin jetzt fertig mit meiner Gerätdemo, also es waren jetzt 2 Geräte. Bei der einen habe ich mitgefilmt und hatte auch meine Vorlesung, Qualitätsmanagement und Sensorik. Das ist tatsächlich eine meiner liebsten Vorlesungen, weil ich finde, die Dozentin gibt sich echt super viel Mühe, dass es irgendwie praxisorientiert ist. Und irgendwie sehe ich da auch richtig viel, was ich später, glaube ich, benutzen kann. Und dann habe ich heute auch sonst noch einen spannenden Tag, weil mein privates Projekt, mein Magazin, heute ins Crowdfunding startet. Aber dazu erzähle ich dann auch was, wenn ich nicht mehr draußen bin. Ich habe ein sehr großes außeruniversitäres Projekt. Und zwar bringe ich mit FreundInnen ein queeres Magazin für junge Menschen raus. Das Ganze ist eigentlich 2020 gestartet, als wir gedacht haben, wir hätten gern irgendwas, was wir selber auch als junge Queers uns gewünscht hätten. Und haben eben angefangen, Beiträge zu sammeln und die auch selbst zu layouten und haben quasi dieses ganze Magazin von 0 auf hochgezogen.
und sind jetzt in der 2. Ausgabe und dafür ist heute unser Crowdfunding gestartet. Und das Ganze hatte für mich auch noch einen, netten Beieffekt. Und zwar glaube ich, dass zu großen Teilen wegen Queerdings ist, dass ich seit Oktober das Deutschlandstipendium bekomme. Also das Deutschlandstipendium wird zur Hälfte vom Bundesministerium für Bildung, glaube ich, gefördert und zur anderen Hälfte von privaten Leuten. Und genau, man braucht halt gute Noten, idealerweise inner- und oder außeruniversitäres Engagement und irgendwie auch eine gewisse Passion für den eigenen Studiengang. Und dieses Jahr im Oktober habe ich es geschafft, alles 3 in meinem Motivationsschreiben gut rüberzubringen und bekomme jetzt halt seit Oktober 300 € im Monat. Genau. Mein Förderer ist tatsächlich auch eine Privatperson, also es ist nicht irgendwie eine große Firma, sondern wirklich ein privater Mensch. So. Wir haben relativ regelmäßig Kontakt und das ist auch nochmal was Besonderes, dass es halt wirklich ein Mensch ist, der das Geld gibt. Und ich finde es auch irgendwie ganz cool, auch mich mit ihm auszutauschen. Es ist Donnerstag und bin gerade aufgestanden, habe mich fertig gemacht und meinen Rucksack gepackt. Und ich werde jetzt gleich mit dem Rad in die Slup fahren. Da bin ich mit ein paar Freundinnen verabredet und wir werden heute Vormittag ein bisschen lernen. Über Mittag ist geplant, dass wir wieder in die Mensa gehen und danach habe ich die 2. Gerätedemo. Heute ist Freitag, der 3.6. und ich habe heute keine Veranstaltungen. Freitags hatte ich jetzt die letzten Wochen immer eine Vorlesung, aber die Lehrinhalte sind jetzt soweit abgeschlossen und wir haben jetzt in der 2. Hälfte vom Semester Praktika und sozusagen praktische Anwendung von dem Wissen. Und diese Woche findet es tatsächlich noch nicht statt. Also habe ich gerade einen freien Freitag. Auch für Lebensmittel, Sensorik und Qualitätsmanagement geht es jetzt in der 2. Hälfte nochmal in die Übung. Die wäre auch freitags, aber wie gesagt, diese Woche ist nichts. Das heißt, ich mache einen Slup-Tag und werde an meinem Beleg weiterarbeiten. Ich habe jetzt Abendbrot gegessen und habe mich entschieden, dass ich noch ins Kino gehen möchte. Deswegen werde ich jetzt gleich mit dem Rad losfahren und schaue mir im Kraftwerk Mitte im Programmkino einen Film an. Ich hoffe, ihr hattet in der vergangenen Woche ein bisschen Spaß, mir in meinem Studienalltag zu folgen, auch wenn es eine sehr atypische Woche, würde ich sagen, war mit den Gerätedemos und nicht so viel Veranstaltungen nach Stundenplan wie geplant. Vielleicht auch dem Feiertag geschuldet, der ja gestern war. Falls ihr Lust habt, noch mehr über meine Fakultät rauszufinden oder die einfach ein bisschen besser kennenzulernen, könnt ihr euch hier das Video anschauen. Und hier ist noch ein Video von einer Hochschulgruppe verzeichnet, verlinkt. Und da könnt ihr auch mal vorbeigucken. Ansonsten sieht man sich vielleicht an der TU Dresden.